So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scharf geschossen. Heute geht es um ein hochbrisantes und hochexplosives Thema. Genau darum, weil es so ein heikles Thema ist, möchte ich, bevor ich auf den Kerninhalt von diesem Video eingehe, beziehungsweise auf die Person eingehe, um die es in diesem Video geht, ein paar Punkte ansprechen. Punkt Nummer 1 ist, es ist eine Person des öffentlichen Lebens. Warum das? Die Person bezeichnet sich selber als Fashion-Influencer und hat auch einen Instagram-Account beziehungsweise einen Instagram-Account mit über 50'000 Followern, der öffentlich zugänglich war und so der Allgemeinheit zur Verfügung gestanden ist, mit sehr fragwürdigen Inhalten, wo ich dann später aber in diesem Video darauf eingehen werde. Des Weiteren hat die Person auch mehrere Interviews gegeben, die auf YouTube frei zugänglich sind. Ihr könnt nach dem Video selber suchen auf YouTube. Und zu guter Letzt ist die Person auch schon gebucht worden an Partys und ist auf den Flyer so angekündigt worden. Der Name ist für Werbezweck verwendet worden, was die Person zu einer Person des öffentlichen Lebens macht und mich so dazu legitimiert, eine Berichterstattung über die Person da zu filmen. Punkt Nummer 2, wo ich ausdrücklich betonen möchte, ist die Unschuldsvermutung. Ich werde in diesem Video auf Aussagen von Personen referieren, die Aussagen gegen die erwähnte Person tätigt hat. Die Aussagen sind nicht Beweis genug, um ein Urteil zu fällen. Es gilt also die Unschuldsvermutung. Es ist nicht in unserem Ermessen, ein Urteil über die Person zu fällen, sondern das ist Sache vom Gericht. Auch da werde ich später in diesem Video darauf eingehen. Alle anderen Aussagen werde ich mit Quellenangaben belegen. Oder es sind Informationen, die ich direkt von den Social Media Accounts von dieser Person bezogen habe. Punkt Nummer 3, zu guter Letzt, ich habe das Video angekündigt, das ich jetzt drehen werde in meinen Social Media Accounts, in der Instagram Story und bin dann wie erwartet angegriffen worden von gewissen Leuten. Ich würde mal vermuten, ein paar sogar sind aus dem Umfeld von dieser Person, wo mir Sachen unterstellt haben, die absolut absurd sind. Andere, gut, wenn du in der Vergangenheit graben willst, dann wirst du bei jedem irgendetwas finden. Aber das ist völlig okay, weil es geht bei mir in diesem Video nicht darum, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, du bist scheiße und du bist gar nicht besser, sondern es geht in diesem Video darum, ein System zu zerstören, beziehungsweise die Mittel, die ein System aufrechterhalten, um ein perfides System durchzuführen, das sehr vielen Menschen geschadet hat. Das System ist immer noch ongoing, es lebt immer noch und es hat seit mehreren Jahren bestanden und sehr vielen Menschen geschadet. Und es geht darum, Awareness zu schaffen und das System zu unterbinden, dass nicht weitere Menschen Schaden nehmen. Es geht mir um das in diesem Video. Um wer geht es? Es geht um eine Person, die viele von euch schon kennen. Wenn du ein bisschen im Zürcher Nachtleben verkehrt hast, dann wirst du dieser Person sicher schon begegnet sein. Es geht um Travis, the Creator. Travis, the Creator, wer ist die Person? Unter anderem kennt man ihn, beziehungsweise er bezeichnet sich selber als Fashion-Influencer. Er hat einen Instagram-Account mit über 50'000 Followern, der mittlerweile gelöscht worden ist. Des Weiteren postet er sehr ein luxuriöses Leben auf Instagram. Er postet Bilder mit Luxusautos, er postet Bilder von Ferien, von Luxusvillen, wo aber nicht wirklich ihm gehören, sondern ich berufe mich da auch auf Insider-Informationen, dass das Hintermänner sind, die das finanzieren. Da gehe ich noch später kurz darauf ein. Er wird auch gebucht als MC, er wird gebucht auf Partys, er hat wirklich effektive Energie, er weiß, wie man Leute bewegen kann, er weiß, wie man Leute mit Energie ansteckt und wird darum auch von vielen Partys gebucht, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern. Und ist darum so ein bisschen in der Nachtszene bekannt, beziehungsweise über Instagram. Durch seine Reichweite hat er auch Sponsoring-Verträge kassiert, unter anderem MCM hat ihn gesponsert, Puma und Converse. Des Weiteren postet er auch Bilder und Videos mit Stars auf seinen Instagram-Accounts. Beispielsweise ist ein Video gepostet worden, wo er direkt neben der Cardi B, einem Weltstar, steht und mit ihr auch redet, was so das Bild aufrechterhalten soll von einem glamourösen Leben mit viel Geld, mit viel berühmten Leuten. Was alles aber mehr Schein als Sein ist, wie wir dann später feststellen werden. Mir ist er aufgefallen schon mit seinem Instagram-Account mit sehr, sehr fragwürdigen Inhalt. Der Instagram-Account ist später gelöscht worden. Für mich hat sich die Sache nachher erledigt. Ich habe vorher eigentlich vor, ein Video zu machen über das Thema. Es ist ein neuer Account aufgetaucht, der hat mittlerweile etwa 4'500 Follower. Was mir aber dann doch aufgefallen ist der OnlyFans-Account und das klingt jetzt lustig, aber wir haben einen Account gemacht, um recherchieren, um zu schauen, was auch wirklich dort gepostet wird, weil wir doch Zweifel hatten, ob
die Videos wirklich mit Einwilligung von all diesen Frauen geschehen sind und gepostet worden sind bzw. geteilt worden sind. Inoffiziell hingegen ist ja noch für andere Sachen bekannt. Ich berufe mich da auch auf Zeugenaussagen. Das sind aber natürlich Aussagen, die nicht bewiesen werden können. Interessant ist jedoch doch, dass es Personen sind, die unabhängig voneinander fast gleiche Aussagen tätigt haben. Das wäre Punkt Nummer 1. Dass er beispielsweise Leute mit finanziellem starkem Vermögen organisieren tut, unter anderem beispielsweise Fußballer, und die dann so den Clubs vermitteln tut, dass die dort hingehen, Geld ausgeben und er kassiert eine Provision davon. Eine weitere Anschuldigung, dass er Frauen organisiert für die Partys in Luxusvillen und wo eben die Hintermänner stehen, viel Geld haben, das ganze Luxusambiente ermöglichen und sozusagen Frauen für Sexpartys organisiert. Ich möchte aber da doch darauf hinweisen, dass es sehr viele Frauen gibt, die das willentlich gemacht haben, die da freiwillig hingegangen sind und nicht gezwungen worden sind. Das muss man natürlich auch beachten. Das sind so die ersten Informationen, wer Travis the Creator ist, was er macht, für was er bekannt ist und inoffizielle Informationen, für was er weiterhin noch bekannt ist. Gut, was ist passiert? Wie gesagt, mir ist ja schon vorher aufgefallen, ich wollte ein Video über ihn drehen wegen dem Instagram-Account, hat sich dann erübrigt. Dann habe ich den OnlyFans-Account gesehen und vor 2 Wochen etwa doch entschieden, dass ich da ein Video darüber drehen muss. Warum, auf das gehe ich dann noch schnell ein. Ich habe das angekündigt und zeitgleich ist ein Instagram-Account aufgegangen, unabhängig von mir, ich habe nichts mit dem Account zu tun gehabt, wo Anschuldigungen gemacht worden sind von Leuten, denen er Geld schuldet. Dass er Geld ausgelehnt hat, wissentlich, dass er das nicht zurückzahlen wird. Das sind natürlich auch nur Behauptungen, das kann man nicht beweisen. Es sind dann immer mehr und mehr Nachrichten geschickt worden an die Instagram-Seite, unter anderem eben, dass auch dort und dort Geld geschuldet wird. Ich habe Akteneinsicht erhalten, beziehungsweise ich habe selber Aktenunterschriften von Travis von Schulden, die existent sind und noch nicht zurückgezahlt worden sind. Das ist aber ein anderes Thema, auf das möchte ich nicht eingehen. Was dann passiert ist, dass sich sehr viele Frauen gemeldet haben, die Vorwürfe gemacht haben. Sehr, sehr schwere Vorwürfe. Unter anderem sind Vorwürfe gemacht worden, dass Frauen beim Sex ohne Einwilligung gefilmt worden sind und das gepostet worden sind. Das sind mehrere voneinander unabhängige Aussagen, die da tätigt worden sind. Auch da gilt die Unschuldsvermutung. Ist noch easy. Ich sage einfach jedes Mal Unschuldsvermutung und alles ist gut. Es sind weitere Vorwürfe gemacht worden, dass er, und das ist auch belegbar, ungefragt pornografisches Material zugesendet hat, von seinem Pillermann Bilder geschickt hat an Frauen, beziehungsweise wie er sich selber beim Sex gefilmt hat und das an Frauen geschickt hat. Und es sind ganz, ganz schwere Vorwürfe gemacht worden bezüglich Vergewaltigung. Und da möchte ich doch wirklich hinweisen, und das meine ich auch ernst, dass da die Unschuldsvermutung gilt. Das ist nicht in unserem Ermessen, sondern das ist im Ermessen vom Gericht. Findet momentan statt, wie ihr auch später sehen werdet. Was noch interessant ist, dass sobald die Seite online geschaltet worden ist und die ganzen Vorwürfe gegen ihn erhoben worden sind, eben bezüglich Vergewaltigung und bezüglich unerlaubtes Posten von sexuellem Content auf OnlyFans ohne Einwilligung von diesen betroffenen Personen, ist sein OnlyFans-Account direkt danach gelöscht worden. Also, wir kommen zu den Anschuldigungen. Die Anschuldigungen sind unter anderem Vergewaltigung. Ich habe Einsicht in all diese Nachrichten. Es sind etwa 150 bis 200 Nachrichten gewesen, wenn nicht mehr. Ich würde sogar sagen, es sind mehr gewesen. Es sind unabhängig voneinander Anschuldigungen erhoben worden, dass da Nein gesagt worden ist, mehrmals, man sich auch gewehrt hat und man sich über das hinweggesetzt hat. Man muss aber doch auch sagen, dass mit Bestimmtheit auch Nachrichten darunter sind, die nicht stimmen, wo wahrscheinlich auch Leute darunter sind, die ihm vielleicht auch eins reindrücken wollen. Das müssen wir akzeptieren, das wird wahrscheinlich auch so sein. Dennoch muss man hervorheben, dass sehr viele Nachrichten geschickt worden sind von Personen, die nichts miteinander zu tun haben, die doch sehr kongruente Aussagen tätigt haben, beziehungsweise ein Schema beschrieben haben, das mit Aussagen von anderen sehr stark übereinstimmt. Es sind Anschuldigungen gemacht worden bezüglich Frauen, die von ihm gefilmt worden sind ohne Einwilligung. Ich möchte dazu selber sagen, dass ich auf seinem OnlyFans-Account Videos gesehen habe und die Frauen nicht ausgesehen haben, als wären sie in einem nüchternen Zustand und ich mich dort schon gefragt habe, ob die Frauen, auch wenn eine Einwilligung da ist, überhaupt
in diesem Moment geistig da gewesen sind, um überhaupt so eine Einwilligung zu geben. Es sind Anschuldigungen auch gemacht worden bezüglich Senden von sexuellen Inhalten, ohne danach gefragt zu haben, also eben Dickpics oder Videos, die beim Sex gefilmt worden sind, und das ist an Frauen geschickt worden, die eigentlich nicht danach gefragt haben. Das sind Anschuldigungen, die gegen das Schweizer Gesetz verstoßen und die von einem Gericht müssten beurteilt werden. Das Schema ist immer wieder ein bisschen das Gleiche, das beschrieben worden ist. Es ist immer wieder auch beschrieben worden, unabhängig voneinander, dass Frauen zu gewissen Fotoshootings gelockt worden sind. Vielleicht sind es auch effektiv Fotoshootings gewesen, vielleicht ist es ein Vorwand gewesen, man weiß es nicht. Es ist doch sehr oft behauptet worden, dass es in Fotoshootings oder Videoshootings passiert ist, dass dann die Frauen einzeln abgekapselt worden sind und dann eben die Sachen passiert sind, wo die Frauen den Travis the Creator beschuldigen. Jetzt ist es aber spannend, das ist auch bestätigt, es finden mittlerweile 2 Anzeigen haben stattgefunden in der Schweiz. Unter anderem auch ist eine Anzeige in Marbella am Laufen. Ich habe mit der Person gesprochen, die die Anzeige gemacht hat in Marbella. Ob er jetzt schuldig ist oder nicht, das entscheidet schlussendlich das Gericht. Was man aber sagen kann, ist, dass es doch sehr dubios ist, wenn in verschiedenen Ländern Personen fast die gleiche Aussage tätigen, beziehungsweise auch schon Anzeigen am Laufen sind. Was man auch noch erwähnen kann und einfach ein interessanter Fakt ist, dass der Fußballspieler Benjamin Mendy, der in England mittlerweile inhaftiert ist wegen Vergewaltigungsvorwürfen, mit dem Travis the Creator in Spanien war, beziehungsweise in seiner Snap-Story auch auftaucht ist. Auch ein interessanter Fakt, den man da erwähnen kann. Natürlich gibt es da sicher Frauen, die wahrscheinlich Sachen behauptet haben aus Groll, aus Wut oder aus Unüberlegtheit oder vielleicht sogar aus Reue. Von dem kann man ausgehen. Ich werde schwer davon ausgehen, dass alle Aussagen, die da tätigt worden sind, wahr sind. Dennoch muss man sagen, es sind sehr, sehr, sehr viele Nachrichten, die ein Schema beschreiben, wo bei allen mehr oder weniger ähnlich beschrieben worden ist. Unabhängig von dem möchte ich doch nochmal erwähnen, dass da sehr fragwürdige Inhalte schon auf Instagram gepostet worden sind. Auf Instagram sind Frauen objektifiziert worden des Todes. Ich habe nichts dagegen, wenn eine Frau sich freizügig präsentiert, aber dann ist es immer noch ihre eigene Wahl. Beziehungsweise es dient nicht dazu, irgendeinen Mann als etwas Besseres anzustellen. Die Frauen sind in gewissen Videos sogar nicht nur als Frauen, als freizügige Frauen präsentiert worden, sondern sogar halb als Objekt. Vor allem für mich ist es unverständlich, warum so Sachen dann geliked werden, kommentiert werden und geteilt werden. Was auch noch spannend ist und was sehr ein wichtiger Punkt ist und was ich nicht mit Quellen belegen muss, beziehungsweise das sind Sachen, die er selber auf seinem OnlyFans-Account gepostet hat. Wir haben den OnlyFans-Account angeschaut und wir haben uns doch schon dort gefragt, wie viel Consent ist da? Unter anderem auch, weil wir gesehen haben oder vermutet, dass sehr viele Frauen stark alkoholisiert sind oder sogar auch unter Einfluss von anderen Substanzen sind und wir uns einfach gefragt haben, wie viel Bewusstsein ist noch da in diesem Zustand, wenn jetzt wirklich eine Einwilligung da wäre, um da einwilligen, dass so etwas gepostet wird und dann veröffentlicht wird. Und jetzt kommt das Problematische, ich gebe euch ein Beispiel, der OnlyFans-Account ist leider mittlerweile gelöscht worden, darum kann ich keine Screenshots davon machen. Ein Video hat die Überschrift gehabt, «She was so drunk, she shit herself». Auf Deutsch, sie ist so besoffen gewesen, sie hat sich selber eingeschissen. Und schon die Aussage alleine, die er selber tätigt, zeigt, dass die Frau unmöglich in einem Zustand war, um dem zustimmen, was da passiert ist. Es ist noch ein anderes Video online gewesen, wo eine Frau ganz klar und ganz deutlich im Video gesagt hat, film mich nicht. Und er dann gesagt hat, I don't film your fucking face, ich film dein Gesicht nicht. Und er das dann trotzdem gepostet hat. Man hat klar die Tätowierung erkannt in diesem Video und man hat klar die Stimme erkannt. Das bedeutet, dass die Frau vom Umfeld sehr einfach wiedererkannt werden und ein riesen Schaden angerichtet wird, was das zukünftige Leben von dieser Person angeht. Was da betrieben wird auf dem OnlyFans-Account ist Rufmord, es ist eine öffentliche Demütigung, es schadet zukünftige Beziehungen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Frau eine Beziehung hat und einen Partner hat, wo dann irgendwann auf den Inhalt stößt, weil so Sachen gehen um und der Partner dann so etwas schlucken tut, verarbeiten tut, ohne weiteres, ohne irgendwie Probleme damit zu haben. Es kann Beziehungen auseinanderbringen. Es kann dir schaden, wenn du zukünftig irgendwie Arbeit finden willst, weil das irgendwann einmal umgeht. Also beziehungsweise Positionen, wo deine Glaubwürdigkeit von hohem Stellenwert sind, werden dir, würde ich mal sagen, verunmöglicht, wenn so Inhalte gepostet worden sind. Alles das hat Travis the Creator ignoriert. Das kann man sagen. Er hat es ignoriert. Er hat ohne Empathie gehandelt. Er hat unreflektiert gehandelt. Ich darf leider keine Fluchwörter
Fluchwörter in diesem Video benutzen, aber ich glaube, Fluchwörter wären da fast schon angemessen. Ja, Akhu Charmota. Wer so Sachen postet, ohne Konsequenzen abzuwägen, nimmt in Kauf, dass ein anderer Mensch sich sogar das Leben nimmt. So etwas ist in Kauf genommen worden und so etwas haben wir auch als Gesellschaft akzeptiert und toleriert und auch da gehe ich später dann drauf ein. Ja, nochmal, wie gesagt, was spannend ist, dass da Anschuldigungen gemacht worden sind, dass er Frauen ungewollt beim Sex gefilmt hat. Eben, es hat ja auch Frauen gegeben, die willig waren, beziehungsweise bewusst gewollt Sex mit ihm hatten. Hingegen sind dann eben die Anschuldigungen gekommen, dass sie irgendwie ihn entdeckt haben beim Filmen, was sie nicht wollen und gesagt haben, er soll das löschen, aber dann die Inhalte auf dem OnlyFans-Account gefunden haben. So viel zu dem. Ich möchte ein paar von diesen DMs zeigen, beziehungsweise von diesen Anschuldigungen, muss aber nochmal klar verdeutlichen, dass es die Unschuldsvermutung gibt. Das heisst, keiner von uns weiss, ob das wirklich so stattgefunden hat. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass es immer noch interessant ist, dass so ein gewisses Schema sich herauskristallisiert aus voneinander unabhängigen Aussagen. Hi. Also ist es so, es ist circa im 2016 und es ist mit einer Kollegin passiert. Sie ist sich aber wie unsicher, was sie machen will. Sie hat kein Insta, darum schreibe ich für sie Kurzfassung. Kurzfassung ist, sie ist dann duschen im Hotel, wo er auch war. Und er ist dann einfach extra ins Badzimmer reingeplatzt, wo sie klar vorher gesagt hat, er sollte nicht reingehen und draussen warten. Also war sie dort nackt und es sind 2 bis 3 Minuten vorbei, bis er endlich rausgegangen ist. Wir waren uns halt unsicher, dass erstens lang her ist, also eher schon verjährt, und dann noch, ob das bei uns überhaupt anzeigen kannst. Endlich Karma, finde ich super. Mir persönlich ist nie was passiert, außer dass er einfach grusig da hat und es angelangt hat damals. Aber Friends von mir hat er auch ungewollt Bilder und Videos geschickt und die Geldgeschichten und das Zeugs, das er mit Frauen macht, ist immer wieder gerüchtweise umgegangen. Wieso er immer bei allen durchgekommen ist, verstehe ich nicht. Viele haben einfach respektiert und auf ein Podest gestellt, weil er Fame hat. Really sad. Auch, dass er Video- oder Fotoshooten ausnützt und sich dort grusig verhalten, ist mir erzählt worden von Betroffenen. Er hat mal meiner Cousine angefangen zu schreiben und hat ihr random Nacktbilder geschickt von sich, Dickpics und Video ohne Aufforderung und ist sehr aufdringlich gewesen. Leider kein Beweis, dafür aber ist er ja bekannt für so Sachen. Traurig, aber wahr. Nochmal eine Nachricht, Victim. Würde ich die ganze fucking Story droppen, werde im Gefängnis. Ich wünschte, ich hätte ihn damals angezeigt. Ich kann dir am Telefon gerne die ganze Geschichte erzählen. Es ist unglaublich schlimm und hat mich für mein ganzes Leben geprägt. Ich habe immer gedacht, ich bin die Einzige. Ich habe mich geschämt und habe keine Anzeige machen, weil ich einfach zu jung und naiv war. Auf das Thema, dass man sich erst traut, eine Anzeige zu machen, wenn andere mit dem Thema aufkommen, gehe ich dann auch später im Video ein. Mir hat er auch gesagt, er will mich auf eine Party einladen, nur wenn ich bei einer Gangbang mitmache. Und hat Nudes von der Kollegin, die nur für ihn waren und seine Kollegen weitergeleitet. Also bei einer Homeparty der Travis bzw. Namen ausblendet, hat mich die ganze Zeit bedrängt, betatscht, obwohl ich gesagt habe, er soll mich nicht anlangen. Er hat mir ins Gesicht gesagt, dass er mich am liebsten auf der Stelle vor den anderen rapen würde. Dann hat er gesagt, er macht Bilder von mir und sendet sie an Fußballer wie Balotelli oder Rapper aus Italien, die mit mir für Geld Sex haben werden. Because I'm supposed to be a part of his European sex tours. Ob er die Bilder wirklich abgesendet hat, weiss ich aber nicht. Ich möchte noch kurz erwähnen, das sind nicht die schlimmsten Nachrichten. Die ganz schlimmen Sachen, falls die wahr sind, habe ich dann telefonisch gehört. Bei den Telefonaten nach England, bei den Telefonaten nach Spanien. Und auch in den DMs sind ganz schlimme Nachrichten gewesen, die aber so ein Level erreichen, dass ich die da auch gar nicht erst teilen möchte. So, ich möchte auf einen weiteren Punkt eingehen, das ist Victim Blaming. Im Vorfeld habe ich schon gesagt, dass es sicher Frauen gibt, die Aussagen machen, die übertrieben sind, Unwahrheiten beinhalten, vielleicht sogar ganz erfunden sind. Um dieser Person eins reinzudrücken, so Sachen muss man mit einkalkulieren und genau darum sind ja Gerichte da, um diesen Anschuldigungen nachzugehen und zu schauen, ob die wahr sind oder nicht. Was wir aber nicht betreiben dürfen, ist Victim Blaming. Victim Blaming unter anderem beispielsweise habe ich Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, die Frau, die hat selber einen OnlyFans-Account und so sie wollen diskreditieren. So etwas dürfen wir nicht machen. Ein OnlyFans-Account, den eine Frau betreibt, das ist ihre eigene Entscheidung, es ist immer noch Selbstbestimmung. Vergewaltigungsvorwürfe hingegen sind absolut nicht gerechtfertigt, nur weil sich eine Frau auch nackt beispielsweise auf OnlyFans präsentiert. Das ist auch nicht okay. Es ist auch nicht okay, Videos an eine Frau zu schicken, wo man sich beim Sex gefilmt haben. Auch das wird nicht legitimiert. Dadurch, dass die Frau jetzt einen OnlyFans-Account hat, finde ich, ist etwas, was man einfach nicht sagen darf.
nicht sagen sollte und sehr vorsichtig sollte sein mit seinen Aussagen. Des Weiteren haben viele auch gesagt, ja, aber man weiss doch, dass er so etwas macht, warum ist man dann doch mitgegangen? Ist auch eine sehr problematische Aussage, unter anderem auch, weil es gibt die Vordergrundinformationen, die wir gesehen haben, beispielsweise eben, dass er im Nachtleben aktiv ist, beispielsweise, dass er ein Fashion-Influencer ist, man sieht, dass er mit berühmten Leuten unterwegs ist. Das ganze Konstrukt im Hintergrund ist eigentlich immer versteckt geblieben. Und auch wenn das Konstrukt im Hintergrund öffentlich bekannt gewesen wäre, ist es immer noch davon auszugehen, dass gewisse Frauen von diesem Konstrukt nichts gewusst haben. Der Travis ist man muss es sagen, ist ein charmanter Typ. Er weiß wie reden, er weiß wie tanzen, er weiß wie Spass haben. Und wenn man so jemandem begegnet und nicht weiß, was da im Hintergrund läuft, dann läuft man Gefahr, Vertrauen aufzubauen zu dieser Person und mit dieser Person mitzugehen. Darum möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass man wirklich nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Opfer Schuld geben soll. Du hättest es wissen, wer er ist, du hättest es wissen, was er macht, du hättest nicht mitgehen. Eine weitere Aussage, die getätigt worden ist, dass viele Leute gesagt haben, warum erst nach so langer Zeit? Warum haben so viele Frauen erst nach so langer Zeit Anzeige erstattet? Also ich habe selber Nachrichten erhalten von Frauen, die Anschuldigungen machen, die schon etwa 10 Jahre zurückliegen. Viele fragen sich, warum ist das denn erst jetzt passiert, dass Anzeigen erstattet worden sind? Was für sie sozusagen heissen soll, dass die Aussagen nicht wahr sind. Auch da muss man sagen, sehr viele Frauen haben sich erst dadurch getraut, eine Aussage zu tätigen, weil sie gesehen haben, dass viele andere auch betroffen sind. Es hat sehr viele Aussagen gegeben von Frauen, die gesagt haben, dass sie sich wirklich erst getraut haben, etwas zu sagen, weil sie gesehen haben, dass sie nicht alleine sind. Vorher hat es Selbstvorwürfe gegeben, was ein Standardprozess ist bei eben so Anschuldigungen. Sehr viele Frauen geben sich selber die Schuld. Und wo man gesehen hat, dass man nicht selber schuld ist, beziehungsweise dass da doch ein System dahinter steckt und andere betroffen sind, hat man gemerkt, dass man nicht selber schuld ist und ist mit dem an die Öffentlichkeit gegangen. Darum würde ich sagen, dass die Behauptung, dass eine Frau erst nach 10 Jahren mit dem vorkommt, würde heissen, dass sie lügt, ist absolut nicht legitim und sollte man auch nicht so tätigen. Weiteres, und da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit meinen Aussagen, des Weiteren muss man vermuten, also es ist sicher Alkohol konsumiert worden an diesen erwähnten Partys oder man muss auch davon ausgehen, mit höchster Wahrscheinlichkeit auch andere Substanzen und man das denen vorwirft sozusagen. Es ist aber ein Unterschied, wenn du an einer Person vertraust und das für dich das erste Mal ist, als wenn eine Person, die das schon unzählige Mal gemacht hat und das System kennt und weiß, welche Wege zum Erfolg führen, dann würde ich meinen, die Person, die das schon mehrmals erlebt hat, hat mehr Verantwortung als eine Person, die naiv irgendwo reinläuft und ihr Zustand gegen sie ausgenutzt wird. Und jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, wo auch ich persönlich sehr lange nicht gewusst habe, wo ich mich sehr damit beschäftigen musste, mit sehr viel Gesprächen mit Frauen. Es gibt Aussagen von Frauen, die auch sagen, dass sie wie so schockiert sind, dass sie das einfach über sich ergehen lassen. Das ist für sehr viele Männer nicht nachvollziehbar. Das ist ein Thema, das aber doch bekannt ist. Es gibt Studien auch darüber und es wird auch sehr oft erwähnt im Zusammenhang mit Vergewaltigungen. Das ist das Wort Schockstarre. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch vor allem die Männer bitten, sich mit dem auseinanderzusetzen. Das heisst, nicht nur im Internet darüber zu recherchieren, sondern sitzen mit einer Frau an, wo vielleicht, ich kann nicht versichern, die Mehrheit der Frauen hat schon so etwas erlebt. Und Thema Schockstarre, wo bedeutet, dass die Frau, wie gesagt, das Wort erklärt sich eigentlich schon selber, in so einem Schock sind, dass sie wie erstarren und gewisse Sachen einfach über sich ergehen lassen. Darum wird oftmals von den Frauen erwartet, warum hast du nicht Nein gesagt, warum hast du dich nicht gewehrt, etc. Ist in so einem Moment von einer Schockstarre nicht möglich. Was eben auch traurig ist, dass sehr viele Frauen selber nicht wissen, was eine Schockstarre ist. Auch ihr könnt euch darüber informieren und sich dann im Nachhinein die Schuld geben, weil sie eben sich sozusagen nicht gewehrt haben. Darum in diesem Zusammenhang möchte ich aufs Gesetz hinweisen, wo demnächst darüber abgestimmt wird, beziehungsweise die SP möchte eine Gesetzesänderung veranlassen, wo heißt Artikel 190, nur Ja heißt Ja, wo eben nicht voraussetzt, dass eine Frau sich mit einem Nein wehrt, dass es als Vergewaltigung klassifiziert wird, sondern dass man effektiv den Consent einholen muss, also ein Ja von der Frau, dass es nicht als Vergewaltigung klassifiziert wird. Ich weiss, es gibt Leute, die gegen das Gesetz sind. Ich möchte euch bitten, wenn ihr darüber kommentieren möchtet, dann macht das bitte konstruktiv, aber auch mit Lösungsvorschlägen in der Kommentarfunktion.
So, Schlusswort. Ich komme zum Schluss vom Video. Das Ganze ist vor unseren Augen passiert. Es ist ein System, das wir schon kennen aus der Pornoindustrie. Frauen, naive Frauen, wo Naivität ausgenutzt wird, wo irgendwo reingebracht werden, wo dann etwas machen, wo sie dann später bereuen, wo mit psychischem Druck nachgeholfen wird, wo mit gewissen materiellen Gütern nachgeholfen wird, mit Luxus versucht zu manipulieren. Ich finde auch nicht, dass man das verurteilen sollte. Wir sind alles Menschen, wir haben alle unsere Schwächen. Das Ding ist einfach, wenn du das gezielt einsetzt und bewusst einsetzt, um dann das zu bekommen, was du willst. Das ist das Problem. Wir haben das mitbekommen in Zürich. Es ist in Zürich passiert, es ist vor unserer Nase passiert. Ich weiss, viele von euch haben immer gewusst, dass da etwas läuft im Hintergrund, aber niemand hat etwas gemacht. Ist bis jetzt okay, aber was mich stört, ist, dass wir das nicht nur toleriert haben, wir haben es sogar gefördert. Und ich spreche jetzt Clubs an und Partybetreiber. Ich spreche die an, die ihn gebucht haben, die genau gewusst haben, die tausendmal gehört haben, was da abgeht. Und ihr habt ihn trotzdem gebucht. Und ihr habt ihm trotzdem die Werkzeuge gegeben, um genau das Konstrukt aufrechterhalten, damit er den Bullshit abziehen kann. Und wenn du das siehst, dann erwarte ich, dass du dich besser damit auseinandersetzt, wer du da an deine Partys holst. Ich verurteile auch die ganzen Firmen, die nicht den Background-Check gemacht haben. Also ich meine, der OnlyFans-Account, der ist immer rum gewesen, den hat man gesehen. Das Traurige ist sogar, es ist nicht nur OnlyFans-Account. Die pornografischen Videos sind auch auf Twitter, sind öffentlich zugänglich. Du musst dich nicht einmal einloggen. Und du hast MCM und du hast Puma und du hast Converse, wo so eine Person gesponsert hat. Und ich meine, ich werde nicht gesponsert. Was mich auch nicht stört, ich scheiße auf so Sponsoring-Verträge. Ich sage nur, ich weiss, wie streng die Leute sind, aber so etwas haben sie durchgehen lassen. Ich möchte auch die Leute kritisieren, weil ich habe gesehen und ich kenne mega viele von euch, die bei ihm kommentieren sind. Ihr habt das cool gefunden, ihr seid das liken, ihr seid das kommentieren. Und ich habe sogar Leute gesehen, Frauen, die nachdem sein erster Account gelöscht worden ist, ihn gepusht haben für seinen zweiten Account, die so ethisch fragwürdiges Material teilt haben. Für was? Was ist sein Beitrag an die Gesellschaft? Menschen wie er denken nur daran, sich selber zu profilieren, dass sie ihren eigenen Gewinn daraus rausziehen. Es ist kein Beitrag an die Gesellschaft gemacht worden, außer dass man ihr geschadet hat, außer dass man von ihr profitiert hat. Und gewisse von euch habe ich sogar angeschrieben. Nachdem sein erster Account gelöscht worden ist, haben gewisse von euch seinen Account teilt, damit er wieder Follower bekommt. Und ich habe euch angeschrieben. Und ich habe gesagt, was teilst du so Zeugs? Was willst du, dass so jemand Follower hat? Euch kritisiere ich genauso. Ich kritisiere auch die falschen Einflüsse. Nicht nur die falschen Einflüsse, sondern die fehlenden Vorbilder. Ich meine, wenn du die Rap-Szene von der Schweiz hörst, es werden einfach nur Frauen wieder dargestellt, als wäre sie irgendwelches Dekor für das Rap-Video. Und ich meine, ja, ist klar, wir sind alles Männer, wir haben alle Fehler gemacht. Auch ich habe nicht so bewusst gelebt, wie ich das heute mache. Auch ich habe natürlich Fehler gemacht. Aber es geht darum, irgendwo mal sich weiterentwickeln. Irgendwann einmal seine Aktionen zu hinterfragen. Und ich meine, wo ist mal ein Lied, wo gewisse positive Akzente in die Welt setzt? Darum, vielleicht wenn du Reichweite hast, wenn du Einfluss hast auf die Leute, probier doch mal das Thema anzusprechen, aber auf eine Art und Weise, wie es angesprochen werden sollte. Ich weiss, mir folgen mega viele Musiker. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein persönlicher Angriff oder so, sondern das ist wirklich eine Nachricht ans Herz, um euch anspornen, vielleicht einmal etwas Positives in die Welt rauszusetzen. Weil ihr habt wirklich Einfluss auf Menschen und Einfluss auf ihre Taten. Ihr könnt etwas Gutes in die Welt setzen. Nutzt das. Zum Abschluss möchte ich nochmal auch sagen, es geht nicht darum, den Travis zu haten. Es geht darum, dass es ein System ist. Wir haben es alle gewusst und es hat müssen angesprochen werden. Viele werden sagen, ja, aber die Justiz macht das. Erstens mal, das Justizsystem ist sehr langsam. Zweitens mal, das Justizsystem gibt auch keine Garantie. Also du weißt nicht, wenn irgendjemand ein Urteil auf Bewährung bekommt, ob das dann sein Verhalten beeinflusst, beziehungsweise ob das dann ihn davon abhalten. Darum finde ich, muss man Awareness schaffen, muss man die Mittel zerstören, die das System aufrechterhalten, und darum mache ich das Video. Ich möchte euch aber bitten, keine Hassnachrichten zu schicken. Ich möchte euch bitten, so sachlich wie möglich zu bleiben, weil es langt einfach, wenn ihr den Boden von dem System wegzieht, dass es nicht mehr so weiter existieren kann. Und ihr dann so Menschenleben positiv beeinflussen könnt, beziehungsweise Menschen davor bewahren könnt, etwas Schlimmes zu erleben. Ich möchte genau diese Gelegenheit nutzen, weil ich finde, das ist eine super Gelegenheit, auch andere Männer anspornen, ihr Verhalten zu reflektieren. Und ich möchte auch nicht irgendwie überkommen, als ob ich der perfekte Supermann bin und nie irgendjemanden verletzt habe etc. Sexuelle Gewalt ist ein Thema, das ewig existiert hat und auch lange weiter existieren wird. Vor allem auch, weil ich denke, dass sehr viel Unwissenheit bei Männern stattfindet. Ich bin nicht da, um Männer zu dämonisieren, was für Schweine Männer sind. Ich denke, sehr viele Männer sind gute Männer, aber haben sehr, sehr, sehr schlechte Einflüsse und haben darum ein Verhalten, mit dem
sie Menschen schaden. Ich möchte die Situation nutzen, um als Beispiel dastehen für andere Männer, um zu sagen, auch ich habe sehr lange gebraucht, bis ich gewisse Sachen verstanden habe. Ich habe es erst verstanden, als ich mich mit Frauen unterhalten habe und als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und das ganze MeToo, wo da in die Welt gesetzt worden ist. Eigentlich braucht es eine MeToo-Bewegung, wo jeder Mann ansteht und gerade steht und sagt, weisst du was, auch ich bin Täter gewesen, weil ich nicht überlegt habe, weil ich mich nicht informiert habe. Das ist eigentlich, was es bräuchte. Dass die Männer anstehen und ihr Verhalten reflektieren und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und was mir auch noch wichtig ist, ist zu sagen, sexuelle Gewalt und eine Frau mit einem schlechten Gewissen von dir gehen lassen, diese Sachen liegen sehr nahe beieinander. Und das Ziel ist eigentlich, dass eine Frau mit dir ist und auch nichts bereut und die Moment mit dir genossen hat. Darum möchte ich, falls eine Frau, die da zuschaut, die ich verletzt habe, mich wirklich von Herzen entschuldigen. Und auch die Frauen, die schon nur mit einem schlechten Gefühl von mir gegangen sind. Oder auch nur die Frauen, die nur einen Moment Unbehaglichkeit in meiner Nähe wegen mir verspürt haben. Ich möchte mich entschuldigen und sagen, ich hätte sicher besser überlegen können. Aber wichtig ist, dass man sein Verhalten reflektiert und ein besserer Mensch wird. Das ist das, was wir anstreben müssen, was alle Männer anstreben müssen und natürlich auch die Frauen. Sehr ein kitschiger Abschluss. Das Video ist mir sehr am Herzen gelegen. Ich habe einen Podcast gemacht mit einer guten Kollegin von mir, die wunderschöne Rachel, die demnächst auf Spotify rauskommt, auf Apple Music und auf YouTube. Ich werde das in meinem Instagram-Kanal ankündigen und verlinken. Ich hoffe, dass ihr auch dort noch reinhört. Und bis dann hoffe ich, dass ihr auf euch aufpasst, dass es euch gut geht, dass ihr glücklich seid, dass ihr gesund seid und dass ihr gut zueinander seid, weil irgendwo durch sind wir doch alles Brüder und Schwestern. Gewisse Leute machen sehr, sehr schlimme Fehler, aber ich finde, egal wie schlimm die Fehler sind, jeder Mensch hat das Recht, sein Verhalten zu reflektieren und sich zu bessern. Bei Paaren braucht es halt eins auf den Kopf, wie Monsieur, um die es in diesem Video geht. Ich hoffe stark, dass das Video doch Reichweite bekommt und das System ab sofort unterbunden wird und die Person das auch wirklich zum Spüren bekommt, dass so ein Bullshit nicht mehr stattfindet. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Oh, aber bevor wir das Video beendet, bevor ich es vergesse, 20 Minuten hat ja schon über das Thema berichtet, der Tagesanzeiger auch. Und sie müssen das natürlich immer so sachlich und formell machen. Gott sei Dank bin ich Satiriker und darf mein Maul aufreißen und darum wünsche ich euch viel Spaß mit Schluss. Excuse me, please. Oh, don't cry. Ich habe normalerweise mein Geld drauf, mein Konto. Das war's. Ich habe keine Schulden, nichts. Deswegen ich bin schon seit 5 Tagen keine Schlafen und keine Kraft. I don't really wanna do the work today. I don't really wanna do the work today. I don't wanna do the work today. Hello, good evening. Yeah. Not yet. Not yet. Not yet.